Habt ihr euch schon einmal gefragt, was mit einer Plastikflasche passiert, nachdem ihr sie in den Müll werft? Die Wahrheit ist, sie könnte noch in 500 Jahren irgendwo auf dieser Erde existieren. Vielleicht im Meer, vielleicht vergraben im Boden. Und genau hier beginnt das Problem. Jeden Tag produzieren wir Tonnen an Abfall, Verpackungen, Kleidung, Elektrogeräte. Vieles davon landet im Restmüll, obwohl es eigentlich wiederverwendet werden könnte. Recycling ist nicht einfach nur ein schönes Wort aus der Umweltsprache. Es ist ein Schlüssel, um unsere Ressourcen zu schonen, Energie zu sparen und unsere Natur zu schützen. Warum ist Recycling so wichtig? Erstens, Recycling spart wertvolle Rohstoffe. Glas, Papier, Metall oder Kunststoff können mehrfach wiederverwendet werden, ohne dass jedes Mal neue Materialien abgebaut werden müssen. Zum Beispiel aus recyceltem Aluminium lassen sich neue Getränkedosen herstellen. Und das mit bis zu 95% weniger Energie, als wenn man Aluminium aus Bauxit gewinnt. Zweitens, Recycling reduziert die Abfallmenge. Jeder Gegenstand, der recycelt wird, landet nicht auf einer Deponie und verschmutzt nicht unsere Umwelt. Das bedeutet weniger giftige Substanzen im Boden und in den Gewässern. Recycling und Klimaschutz. Was viele vergessen, Recycling ist auch Klimaschutz. Die Herstellung neuer Materialien, vor allem aus Erdöl, wie es bei Plastik der Fall ist, verursacht enorme Mengen CO2. Wenn wir stattdessen recyceln, verringern wir den Energieverbrauch und senken so den Treibhausgasausstoß. Ein Beispiel: Wenn eine Tonne Papier recycelt wird, spart das rund 70% der Energie im Vergleich zur Herstellung aus frischen Holzfasern. Gleichzeitig werden tausende Liter Wasser eingespart. Häufige Recycling-Mythen. Viele Menschen glauben, mein Müll wird am Ende sowieso zusammengeworfen. Das stimmt nicht, zumindest nicht, wenn ihr korrekt trennt. In Deutschland gibt es ein relativ effizientes System, bei dem Wertstoffe aus dem gelben Sack, der blauen Tonne oder den Glascontainern tatsächlich wiederverwendet werden. Ein weiterer Irrglaube ist, mein Beitrag ist zu klein, um etwas zu bewirken. Stellt euch vor, alle Menschen in Deutschland würden denken, ihr Beitrag sei bedeutungslos. Das wären fast 84 Millionen ungenutzte Chancen pro Tag. Was könnt ihr konkret tun? Der erste Schritt ist simpel: richtig trennen. Gelber Sack oder gelbe Tonne für Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien. Blaue Tonne für Papier und Karton. Glascontainer für Flaschen und Gläser, nach Farben sortiert. Zweitens, Produkte bewusst auswählen. Mehrwegflaschen statt Einweg. Recyceltes Papier statt Frischfaser. Lose Ware statt Plastikverpackungen.
Drittens, Upcycling ausprobieren. Das heißt, Dinge nicht wegwerfen, sondern kreativ wiederverwenden. Aus alten Gläsern werden Vorratsbehälter, aus kaputten Jeans eine Tasche. Ein Blick in die Zukunft. Wenn wir Recycling ernst nehmen, können wir in den nächsten Jahrzehnten große Fortschritte erzielen. Einige Länder arbeiten bereits an Systemen, bei denen 100% der Verpackungen wiederverwendet werden. Forscher entwickeln biologisch abbaubare Kunststoffe, die sich in wenigen Monaten zersetzen, nicht in Jahrhunderten. Doch diese Technologien sind nur ein Teil der Lösung. Der andere Teil sind wir, mit unserem Verhalten, unseren Entscheidungen und unserer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Recycling ist kein komplizierter Prozess. Es ist eine Gewohnheit. Und wie jede Gewohnheit beginnt sie mit kleinen Schritten. Wenn jeder von uns täglich bewusst handelt, schaffen wir gemeinsam eine Zukunft, in der wir nicht von unserem eigenen Müll erdrückt werden. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Recycelt ihr regelmäßig? Habt ihr vielleicht einen besonderen Tipp, wie man Müll vermeiden kann? Schreibt es gern unten in die Kommentare. Ich lese mir alles durch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Teilt das Video mit Freunden und Familie, damit noch mehr Menschen erfahren, wie wichtig Recycling ist. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Themen rund um Umwelt, Sprache und Alltagstipps zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vergraben, unter der Erde verstecken oder in die Erde hineinlegen. Beispiel: Die Schatzkiste wurde tief im Garten vergraben. Wiederverwerten. Gebrauchte Materialien so aufbereiten, dass sie erneut genutzt werden können. Beispiel: Alte Zeitungen kann man zu neuem Papier wiederverwerten. Schonen. Etwas behutsam behandeln, um es zu erhalten. Beispiel: Wir sollten die Natur schonen, indem wir weniger Müll produzieren. Rohstoffe, natürliche Materialien, die für die Herstellung von Produkten verwendet werden. Beispiel: Holz, Erdöl und Eisen sind wichtige Rohstoffe. Gewinnen im Kontext von Rohstoffen, aus einer Quelle herausbekommen oder herstellen. Beispiel: Aluminium wird aus dem Erz Bauxit gewonnen. Deponie, ein Gelände, auf dem Müll gelagert wird. Beispiel: Auf der Deponie lagern tausende Tonnen Abfall. Treibhausgasausstoß, die Menge an Gasen wie CO2, die in die Atmosphäre abgegeben werden. Beispiel: Autos tragen erheblich zum Treibhausgasausstoß bei. Holzfasern, dünne Bestandteile des Holzes, die zur Papierherstellung genutzt werden. Beispiel: Recyclingpapier wird oft aus recycelten Holzfasern hergestellt. Irrglaube, eine falsche Überzeugung. Beispiel: Es ist ein Irrglaube, dass Recycling nichts bringt.
Verbundmaterialien, Materialien, die aus verschiedenen Stoffen zusammengesetzt sind. Beispiel: Getränkekartons bestehen aus Verbundmaterialien wie Papier, Kunststoff und Aluminium. Upcycling: Aus alten oder kaputten Dingen etwas Neues und Nützliches machen. Beispiel: Aus alten Paletten kann man durch Upcycling Möbel herstellen. Zersetzen: In kleine Teile zerfallen, oft durch natürliche Prozesse. Beispiel: Im Wald zersetzt sich Laub innerhalb weniger Monate. Erdrücken: So stark belasten, dass man kaum atmen oder handeln kann. Beispiel: Die vielen Aufgaben erdrücken mich.